Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich die Schachbrettschmerle vor, die auch Zwergschmerle genannt wird. Sie ist ein recht beliebter Aquariumfisch, ist in vielen Aquariumgeschäften im Angebot und wenn nicht, kann sie meistens bestellt werden. Sie soll Ende der 50er Jahre das erste Mal beschrieben worden sein. Sie gilt nicht unbedingt als für Anfänger geeignet. Die anderen Tiere, die ihr hier im Aquarium seht, sind Phönixsalmler. Das Video über diesen Fisch verlinke ich euch jetzt rechts oben in der Ecke. Der wissenschaftliche Name für die Schachbrettschmerle lautet Yasuhikotakia sitimunki oder neuerdings Ambastaia sitimunki. Sie gehört zur Familie der Prachtschmerlen und zur Ordnung der Karpfenartigen. Sie stammt aus den Einzugsgebieten der großen Flüsse in Zentral-Thailand und dem Mekong im Grenzgebiet zu Laos. Dort soll sie in Fließgewässern mit mäßiger Strömung sowohl im Flachland als auch in den Mittelgebirgen vorkommen, die felsigen und auch sandigen Bodengrund aufweisen können. Über die Lebensweise der Schachbrettschmerle in der Natur soll nur sehr wenig bekannt sein. In Thailand herrscht überwiegend tropisches Monsunklima und in der Regenzeit kann es zu höheren Wasserständen kommen. Die Grundfarbe der je nach Quelle 5 bis 10 cm großen Schachbrettschmerle ist gelblich bis weißlich. Darüber ziehen sich am Rücken und an der Seite schwarze Längs- und Querbänder, die das namensgebende Schachbrettmuster bilden. Die Geschlechter sind kaum zu unterscheiden. Bei guter Haltung sollen Schachbrettschmerlen im Aquarium bis zu 15 Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist die Schachbrettschmerle ein beliebter Aquariumfisch, da sie als recht pflegeleicht und bei den Wasserwerten als relativ tolerant gilt. Außerdem fällt sie durch ihr interessantes Verhalten und ihr schönes Aussehen auf. Die Schachbrettschmerle ist ein Freilaicher, aber über ihr Paarungsverhalten ist wenig bekannt. Die Nachzucht soll im Aquarium recht schwierig sein und Nachwuchs stellt sich im Aquarium meist nur durch Zufall ein. Deshalb sollen die meisten der hier im Handel erhältlichen Tiere Wildfänge sein. Da die Schachbrettschmerle wie gesagt aus den Tropen stammt, mag sie es gerne warm. Im Aquarium sollen Wassertemperaturen zwischen 24 und 27 Grad Celsius ideal sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 und der GH sollte zwischen 5 und 15 liegen. Schachbrettschmerlen sind Gruppenfische und so sollten mindestens 5 Tiere zusammengehalten werden. Einzeln gehaltene Schachbrettschmerlen sollen sehr scheu werden. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 100 Litern Inhalt angegeben und größer ist wie immer besser. Im Aquarium kann es Bereiche mit leichter Strömung geben, aber auch Bereiche, in denen sich die Schachbrettschmerle davon ausruhen kann. Neben stark bewachsenen Zonen mit vielen Versteckmöglichkeiten in Form von Höhlen braucht die Schachbrettschmerle am Boden auch freien Schwimmraum, wo sie nach Futter gründeln und sich mit ihren Artgenossen treffen kann. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und die gleichen Temperaturen und Wasserwerte vertragen. Andere Arten sollten sich möglichst in den mittleren und oberen Zonen des Aquariums aufhalten. Untereinander soll es bei den Schachbrettschmerlen zu Revierkämpfen kommen können, bei denen ihr herausklappbarer Dorn zur Anwendung kommen kann. Von der Vergesellschaftung mit Muscheln, Garnelen und Schnecken wird in den meisten Quellen abgeraten, da diese von den Schachbrettschmerlen gefressen werden. Beim Futter soll die Schachbrettschmerle wenig wählerisch sein. Sie sollen sehr viel und recht effektiv fressen und sollen sich das angebotene Futter sowohl von der Wasseroberfläche als auch aus dem Freiwasser und vom Bodengrund holen. In der Natur fressen sie Insektenlarven und Kleinstlebewesen, die am Boden und im Aufwuchs vorkommen. Im Aquarium nehmen sie Frostfutter, Futtergranulat und Futterflocken an. Lebendfutter soll bevorzugt gefressen werden. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir eine Gruppe Schachbrettschmerlen für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss
Danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.